Im Jahr 1994 reiste die kolumbianische Nationalmannschaft mit großen Hoffnungen zur Weltmeisterschaft in den USA. Viele Experten sahen Kolumbien sogar als einen der Geheimfavoriten auf den Titel. Das Team war voller talentierter Spieler und die Erwartungen der Fans waren riesig. Andrés Escobar war einer der wichtigsten Spieler der Mannschaft. Er war bekannt für seine Ruhe, seine Fairness und seinen vorbildlichen Charakter. In Kolumbien nannten ihn viele El Caballero del Fútbol, den Gentleman des Fußballs. Doch bei der Weltmeisterschaft lief nicht alles nach Plan. Nach einer Niederlage gegen Rumänien stand Kolumbien im zweiten Gruppenspiel gegen die USA bereits unter großem Druck. In der 35. Minute geschah das Unglück. Escobar versuchte eine gefährliche Flanke zu klären, lenkte den Ball jedoch unglücklich ins eigene Tor. Die USA gewannen das Spiel schließlich mit 2:1 und Kolumbiens Chancen auf das Weiterkommen waren praktisch zerstört. Wenige Tage später schied Kolumbien aus dem Turnier aus. Für viele Fans war die Enttäuschung enorm, doch niemand konnte ahnen, welche tragischen Folgen dies haben würde. Nach seiner Rückkehr nach Medellín versuchte Andrés Escobar, sein normales Leben wieder aufzunehmen. Am Abend des 1. Juli 1994 ging er mit Freunden aus. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Männern, die ihn wegen seines Salud por Eigentors eso. Salud. verspotteten. Als Escobar später den Parkplatz verließ, eskalierte die Situation. Er wurde mehrfach angeschossen und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Trotz aller Bemühungen der Ärzte starb Andrés Escobar am 2. Juli 1994 im Alter von nur 27 Jahren. Sein Tod schockierte die gesamte Fußballwelt. Millionen Menschen trauerten um einen Spieler, der für Fairness, Respekt und Sportsgeist stand. Die Beerdigung wurde von tausenden Fans besucht und sein Name wurde zu einem Symbol gegen Gewalt im Sport. Bis heute gilt Andrés Escobar als eine der tragischsten Figuren der Fußballgeschichte. Seine Geschichte erinnert daran, dass Fußball zwar Leidenschaft auslöst, aber niemals wichtiger sein darf als das menschliche Leben. Mehr als 3 Jahrzehnte später wird Andrés Escobar nicht wegen seines Eigentors in Erinnerung behalten, sondern wegen seines Charakters, seiner Würde und der traurigen Geschichte, die die Welt niemals vergessen wird. Eine der wertvollsten Trophäen der Welt verschwindet aus einer verschlossenen Vitrine, bewacht und mitten im Zentrum von London. Und nur 7 Tage später wird sie von einem Hund beim Spaziergang gefunden. Das ist kein Witz. Das ist wirklich passiert. 1966. England ist Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft, des größten Sportereignisses in der Geschichte des Landes bis zu diesem Zeitpunkt. Doch kurz vor Beginn des Turniers geschieht das Unfassbare. Der WM-Pokal verschwindet. Einfach so. Der Pokal ist weg. Die Polizei, die Ermittler und sämtliche Medien des Landes haben nicht den geringsten Hinweis darauf, wo er sich befinden könnte. Ganz Großbritannien ist in Aufruhr, bis ein gewöhnlicher Londoner Hafenarbeiter an einem Sonntagnachmittag mit seinem Hund spazieren geht. Bleibt bis zum Ende dran. Denn das Ende dieser Geschichte ist noch unglaublicher als ihr Anfang. Die Trophäe trägt den Namen Jules Rimet, benannt nach dem Mann, der die Fußball-Weltmeisterschaft ins Leben rief. Sie besteht aus massivem Gold, ist etwa 30 Zentimeter hoch und ihre Figur zeigt die griechische Siegesgöttin Nike, die auf einem Sockel aus Lapislazuli steht. Doch dieser Pokal ist weit mehr als nur Gold und Edelstein. Er ist ein Symbol. Er ist die Geschichte des Fußballs in einer einzigen Trophäe. Jeder Kratzer, jede Gravur und jeder Blick auf ihn erinnert an die größten Momente des Weltfußballs. An Helden, Legenden und Nationen, die für einen einzigen Traum kämpften. Der Jules Rimet-Pokal
war nicht einfach nur eine Auszeichnung. Er war die wertvollste Ikone des Fußballs. Das Jahr ist 1950. Brasilien ist in absoluter Euphorie. Vor dem Finalspiel im Maracanã kommt im ganzen Land nicht einmal der Gedanke an eine Niederlage auf. Ihr Selbstbewusstsein ist so überwältigend, dass lokale Zeitungen frühzeitig mit riesigen Schlagzeilen erscheinen. Brasilien ist Weltmeister. Der Bürgermeister von Rio de Janeiro hält sogar eine Rede, in der er die Spieler als neue Könige der Welt feiert. Zur gleichen Zeit in einem ruhigen Hotelzimmer betrachtet der Kapitän Uruguays, Obdulio Varela, diese Zeitungen. Doch statt zusammenzubrechen, entzündet sich in seinen Augen etwas wie Wahnsinn. Varela geht hinaus, kauft hunderte Exemplare dieser überheblichen Zeitungen und bringt sie ins Hotelbad. Er wirft sie auf den Boden, versammelt seine Mitspieler und gibt ihnen den seltsamsten, aber zugleich stärksten Befehl der Fußballgeschichte. Uriniert darauf. Die Spieler tun es nicht nur. Sie lassen ihren ganzen Zorn auf die papierene Arroganz der Brasilianer los. Danach blickt Varela sie an und sagt, diese Leute feiern schon. Auf dem Platz gibt es keinen Platz für Angst. Geht raus und zerreißt sie. Ein paar Stunden später, vor 200.000 erstarrten brasilianischen Zuschauern, schafft Uruguay das Unmögliche. Sie drehen das Spiel und gewinnen den Titel mit 2:1, während eine ganze Nation in Tränen und Trauer versinkt. Am Ende zeigt sich, die größte Taktik im Fußball wurde nicht auf einer Taktiktafel erfunden, sondern in einem Hotelbadezimmer. Geboren aus Wut und Urin. Während die ganze Welt auf den Glanz des Goldes blickt, sieht ein Mann in China den Weltpokal auf eine völlig andere Weise. Für den Künstler Huang Xin sollte die Trophäe kein kaltes Metall sein, sondern ein Symbol lebendiger menschlicher Energie. Und dann beginnt seine außergewöhnliche, 4-jährige Verbindung mit Zeit und Geduld. Huang begibt sich auf eine gewaltige Reise, die eher einer spirituellen Mission als einem Kunstprojekt gleicht. Er besucht alle 56 ethnischen Gruppen Chinas und sammelt Strähne für Strähne das, was jeden Menschen mit seinen Vorfahren verbindet: Haare. Mit mehr als 2 Kilogramm menschlichem Haar beginnt der Künstler zu weben, zu flechten und eine der seltsamsten und zugleich tiefgründigsten Nachbildungen des Weltpokals zu formen, die je erschaffen wurden. Jede einzelne Faser dieses einzigartigen Kunstwerks trägt eine andere Geschichte, eine andere Kultur und die DNA von tausenden Menschen in sich. Wenn du seinen Pokal betrachtest, siehst du nicht einfach nur eine Sporttrophäe. Du siehst ein perfektes, organisches Mosaik der Menschheit, gewebt aus Geduld, Schweiß und Millionen geteilter Schicksale. Das Jahr ist 1966. Der Fußball-Weltpokal verschwindet spurlos in London. Die Panik ist riesig. Doch hinter den verschlossenen Türen einer Londoner Werkstatt tut der Goldschmied George Bird etwas absolut Verbotenes. In völliger Geheimhaltung fertigt er die perfekte Kopie an. Das Original wird gefunden, aber die Replik? Sie wird zum bestgehüteten Geheimnis des Fußballs. 3 Jahrzehnte lang schläft Bird jede Nacht mit einem Schatz, versteckt direkt unter seinem Bett. Erst nach seinem Tod im Jahr 1995 erfährt die Welt, der goldene Pokal war die ganze Zeit dort.